In diesem Tutorial werde ich die ersten Schritte für Einsteiger mit Slicer 3D erklären. Dazu gehören zum einen die Programmierung und Installation von Python-Modulen in Slicer 3D, der Umgang mit dem Python Interactor in Slicer 3D und ein wenig Hintergrundwissen zum groben Aufbau der Architektur. Wenn wir nun Python-Module einbinden wollen, müssten wir zunächst einmal unter Edit auf Application Settings gehen. Dort gibt es eine Kategorie namens Modules, wo wir wiederum weitere Modulpfade setzen können. Über diesen kleinen Pfeil können wir ein Ausklappmenü öffnen, wo wir wiederum mit Add unseren Ordner auswählen, wo wir die ganzen Python-Skripte liegen haben. Wir können leider die Python-Skripte nicht in dieser Maske sehen, weshalb wir nur einen leeren Ordner sehen. Aber diesen wählen wir auf jeden Fall aus und müssen dann wiederum Slicer neu starten. Hier zeige ich noch einmal kurz, ja, das ist dieser Ordner und wichtig ist auch, es sind die Skripte, die auf py, also die Python-Dateien enden. So, jetzt müssen wir natürlich zurück zu Slicer und das Ganze noch einmal neu starten. Hier weist uns Slicer schon mal darauf hin. Wir werden jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, dass Slicer direkt anbietet, einen Neustart durchzuführen. Den nehmen wir auch vor. Das kann ein paar Sekunden dauern. Dieser Neustart wird auch übrigens immer dann vorgenommen werden müssen, wenn wir Änderungen an unseren Modulen durchführen. So, jetzt haben wir hier eine neue Kategorie, nämlich die Examples mit den Hello Python Modulen. Das sind alles ganz einfache Hello Python, Hello World Tutorials, die sich im Internet finden lassen, von denen ich auch die Links in der Videobeschreibung hinzufügen werde. Die Architektur von Slicer 3D sieht grob gesagt wie folgt aus. Wir haben eine sogenannte MRML-Szene. Diese dient als Container für beliebig viele VTK MRML Scalar Volume Nodes, also die einzelnen Dateien, die wir über das Slicer 3D Interface geöffnet haben. Haben wir keine Datei geöffnet, ist die Szene eben leer. Jeder Volume Node selbst ist auch wieder ein Container für weitere Untertypen von Nodes oder weitere Informationen. So können wir erst über das Öffnen eines Volume Nodes auf den zugehörigen Storage Node zugreifen. Der Storage Node ist verantwortlich für das Abspeichern sämtlicher speicherbedingter Informationen, wie zum Beispiel den Pfad zur ursprünglichen Datei. Diesen können wir eben nicht über einen Volume Node, sondern nur über einen Storage Node erhalten. Der Display Node hingegen verwaltet alle Informationen und Einstellungen zu allen darstellungsbezogenen Vorgängen, wie zum Beispiel dem verwendeten Farbschema eines Nodes oder ähnlichem. Die VTK Image Data wiederum ist kein Node wie die anderen beiden, sondern stellt die notwendigen Informationen für zum Beispiel Filter von ITK und VTK zur Verfügung. Wollen wir eine Node mit einem solchen Filter bearbeiten, müssen wir diese VTK Image Data an den Filter weiterleiten, nicht den gesamten Node. Der Python Interactor ist eine gute Möglichkeit, um vor dem echten Umsetzen des Codes in ein Python-Skript die zu verwendenden Kommandos auszuprobieren. Dazu öffnen wir den Interactor über das Python-Symbol am rechten Ende der oberen Schnellzugriffleiste. Beginnen wir damit, Zugriff auf eine geladene Datei zu verschaffen. Dazu geben wir unseren zu speichernden Node einen variablen Namen und rufen mittels slicer.util eine interne Funktion von Slicer auf. Im Interactor können wir mittels Tabulatur die Autovervollständigung nutzen, was oftmals Schreibarbeit spart und Vorschläge liefert, falls wir den Namen einer Funktion vergessen haben sollten oder durchschauen möchten, welche Möglichkeiten uns geboten werden. Zunächst sollte natürlich eine Datei geladen sein, die wir dann laden können. Als Parameter des getNode-Aufrufs müssen wir den Namen unseres Volumes angeben. Dieser ist stets der Dateiname, beziehungsweise wer sich unsicher ist, kann zum Beispiel im Modul Volumes weitere Informationen finden. Jetzt haben wir unsere Datei als VTK MRML Scalar Volume Node zugänglich gemacht und in einer Variable gespeichert. Die Autovervollständigung ermöglicht uns jetzt, weitere Funktionsaufrufe anzusehen. Ich möchte jetzt aber nur Zugriff auf den zugehörigen Storage Node bekommen. Dieser macht es mir dann möglich, Informationen über die Speicherung meiner Datei zu bekommen, wie zum Beispiel den exakten Pfad im Dateisystem.